Das ist ja mal ein fettes Teil. Ach, du heilige Aber ich habe dann eine Überraschung für dich noch. Ja? Es ist alles vollgenebelt hier. Let's go. Leute, es ist mal wieder soweit. Wir stehen vor einer neuen Challenge und sind dafür extra nach Frankfurt gereist. Und ihr seht, ich habe mich passend verkleidet, denn Halloween steht an. Wir machen ein Halloween-Special. Mir wurde gesagt, ich soll irgendwas anziehen, was schwarz ist, was zu Halloween passt. Und da dachte ich mir, schwarzer Spider-Man, Venom passt. Gerade fühle ich mich wie der Kollege hier, denn ich kann euch eins sagen, ich habe mega Hunger. Urban Range hat eine spezielle Challenge für uns vorbereitet. Ich weiß nicht was, ich weiß, dass es zwar um Burger geht. Ich weiß, dass es ein schwarzer Burger wird. Wie das Ganze aussieht, wie die Challenge ist, keine Ahnung. Damit lasst uns keine Zeit verlieren, reingehen, Halloween genießen. Let's go! Nafis? Richtig. Und damit dem Dr. Smash. Dr. Smash, okay, ja gut, passend zu Burger, Smash Burger. Du hast eine spezielle Challenge vorbereitet heute. Ich habe den Leuten schon gesagt, ich war mal hier, habe euren Signature Burger gegessen, wo ich weiß, den gibt es mittlerweile auch auf der Speisekarte. Den Black Korean Barbecue, richtig. Genau, Black Korean Barbecue, fand ich mega geil. Ich glaube, ich war sogar am gleichen Platz hier. Ja, das heißt hier. Boah, scheiße, ist der geil. Schmeckt richtig lecker. Halleluja. Boah, der schmeckt würziger. Was habt ihr zu Halloween? Ich sag mal, ich musste mich auch verkleiden, passend vorbereitet. Richtig. Wir haben ein Special für dich. Wir haben die Latte etwas höher geschraubt. Du hast beim letzten Mal den Single Burger quasi gegessen und jetzt haben wir eine etwas größere Variante davon. Wir haben jetzt passend zu Halloween, 31. Oktober, haben wir uns gedacht, wir machen einen Burger mit Durchmesser 31 cm. Okay, krass, das finde ich schon. Ja, das heißt, er hat einen ordentlichen Durchmesser und da kommt natürlich auch ordentlich was drauf. Ich bin gespannt, ob du den runterkriegst. Wir haben noch nie so was Großes gemacht. Real Talk, ne? Ich weiß jetzt schon, ich weiß vom letzten XXL-Burger größter Deutschlands, dass der größer ist, weil der war keine 30 cm Durchmesser. Ja, okay, krass, gut zu wissen. Der größte Burger Deutschlands ist da. Scheiße, René, ist der geil. Sag doch, lieben die Leute alle diesen Burger. Der größte Burger Deutschlands, der... Let's go. Das weiß ich auf jeden Fall schon. Dann wird auf jeden Fall schon mal gesprengt, größer. Ja, das auf jeden Fall. Der wird größer. Ich denke, der bringt auch einiges so auf die Waage. Und wir haben einen Patienten noch nie so hart beansprucht bei uns. Ich habe gerade schon gezeigt, einer sitzt schon draußen wie ein Skelett. Ne? So fühle ich mich gerade. Ja, wir sehen ja am Ende so aus. Das ist der Mitarbeiter, der den gemacht hat. Hat lange dran gearbeitet. Gibt es eine spezielle Challenge mit dabei? Ja klar, also solltest du den verdrücken. Also wir haben uns gedacht, 31. Oktober, wir verdoppeln das. Also 62 Minuten. Okay. Countdown läuft. Also mit Zeit. XXL Burger, richtig. Urban Range Bigste Challenge mit dir. Und wenn du den runterdrückst in dieser Zeit, dann Stempel in dein Lifetime Pass und gönn dir so viel. Was wäre Stempel 25? Ja, okay, das wäre Stempel 25 tatsächlich. Ne? Die letzten Stempel haben wir uns im 24. Das ist der 25. Ich muss sagen, ich habe Bock wieder auf Burger. Der größte Deutschlands hat mich richtig fertig gemacht, ne, weil er noch größer geworden ist als gedacht. Ja, ich bin echt gespannt. Also ich bin auch gespannt, vor allem in der Halloween-Variante. Also wenn das nur ansatzweise so auch aussieht, wie jetzt hier ihr das schon alles dekoriert habt, freue ich mich drauf. Wir haben eine Überraschung für dich. Ich nehme die Challenge an, auch wenn es nur 62 Minuten sind, weil das könnte am Ende wirklich, ich sag mal, bei mir immer das sein, woran es scheitert. Aber ich gebe mir Mühe. Und ich würde sagen, ich bin gespannt, ich bin sehr zuversichtlich. Ich freue mich drauf auf einen geilen Burger. Ich weiß dass zumindest schon mal, dass er schmeckt in der kleinen Variante. Damit würde ich sagen, Nafis, let's go. Wir fangen an, super. Das ist ja mal ein fettes Teil. Das ist ja mal ein Halloween-Burger. Ach du heilige Scheiße. Das ist das gute Prachtstück. Das ist das Prachtstück. Wow. Der Black Korean XXL Barbecue Burger. Oder Richtig. Wie wird das ganze Ding genannt? Richtig, das ist der Black Korean Barbecue Burger. In XXL. In XXL. Was ist das hier? Eine Spritze noch?
Richtig, wir haben hier noch quasi unsere koreanische Barbecue-Soße mit drin. 500 Milliliter, ich dachte ein halber Liter passt hier. Also er sieht also nicht nur monströs aus, der sieht böse aus. Der sieht böse aus. Sieht wirklich böse aus. Wir haben die Oberfläche nicht glatt gemacht, sondern so ein bisschen brainy. Muss man dann hier dann später lösen und dann... Was heißt denn später? Ja, mal schauen. Gucken, was passiert. Darf ich noch nicht drauf machen? Aber ich habe dann eine Überraschung für dich noch. Okay, was heißt das? Also ich darf die jetzt drauf machen oder nicht? Ich würde sagen, komm erst mal in den Burger rein. Ja. Und dann habe ich eine kleine Überraschung für dich. Also soll ich noch warten? Richtig. Okay, dann warte ich damit mal. Okay, Leute, damit würde ich sagen, ist angerichtet. Ich nehme die Challenge an. Der Burger sieht monströs aus. Es ist alles voll genebelt hier. Ich würde sagen, ich habe Bock und wir legen los. Alles ist angerichtet für eine legendäre und erste Halloween-Challenge. Die erste von 2, die heute ansteht. Wir starten mit dem XXL Monster Burger Black Korean Style. Viel Spaß. Let's go. Leute, es ist einfach so alles eingenebelt. Ich stelle mal die Uhr hier neben. Ich denke mal, da hat es ein bisschen Platz. Die Spritze dürfen wir wohl noch nicht machen. 62 Minuten haben wir Zeit. Wir schneiden den Burger mal schön. Ich würde sagen, ich stelle mich mal hin. Und dann schneiden wir den mal zusammen an, damit ihr auch schön sehen könnt von vorne, wie das ganze Teil aussieht. Denn da bin ich selber drauf gespannt. Der schwarze Burger für den schwarzen Venom. Oh, er riecht auf jeden Fall geil. Ist auf jeden Fall ein anderer Burger als Faredo, weil es gesmashed ist. Ist sehr, sehr interessant. Deswegen ist er auch breiter geworden. Oh, ist das Ding am Dampfen. Das ist wieder der Vorteil am Burger, ne? Halleluja. Und da haben wir unser erstes Stück vom schwarzen Monster Burger. Schwarz wie der Venom, rot wie meine Augen. Und damit gehen wir rein in das erste Stück des XXL Monster Korean Black Halloween Burger. Boah, scheiße, Alter. Ist der geil. Käse ist auf jeden Fall nicht zu wenig. Karamellisierte Zwiebeln hundertprozentig auch noch mit dabei. Ich muss den Nachfürs gleich noch mal fragen, was alles da drauf ist. Eine Barbecue-Soße, safe. Boah. Glaubt man hier die verschiedenen Schichten. Ich weiß gar nicht, wie viele Fleischschichten das jetzt letztendlich waren. Aber da müssen wir gleich mal fragen. Aber ihr seht's, ne? Er dampft, er saftet, er schmeckt. Es ist einfach ein Halloween-Spektakel, kann man nie anders sagen. Ich weiß nur nicht, ob mein Venom hier mehr stört, mich behindert oder ob er mir Unterstützung bringt, wie er eigentlich soll. Als ich den Burger gesehen habe, ne, dachte ich mir am Anfang so, okay, die Sesamkörner, ne, bin ich normalerweise nicht so der Fan. Boah, Leute, seht ihr das, wie das hier unten saftet? Wie das ganze Saft vom Burger unten rauskommt. Geil. Boah. Geil, geil. Also, der ist juicy. Das kann man nie anders sagen. Da fällt mir nichts anderes ein, als das Wort juicy. Boah. Aber das in 62 Minuten, weiß ich gar nicht, wie man das schaffen soll. Schaut euch mal an, wie gesagt, wie viel Fleisch das ist. Also, in 62 Minuten, ich meine, gut, es dampft. Aber ich würde sagen, wir versuchen mal ein bisschen voranzukommen. Die Zeit sehe ich nicht. Venom hilft mir gerade auch nicht. Spritze habe ich ja auch noch hier. Das heißt Barbecue-Soße en masse. Und ich würde sagen, damit schauen wir mal. Beziehungsweise damit legen wir mal los. Ne? Rein geht's. So Leute, gehen wir ins nächste Stück rein. Ich schneide mal wieder ein Stückchen ab. Aber wie gesagt, wir haben in Anführungsstrichen nur 62 Minuten Zeit. Ich befürchte, dass das wieder immer so ein Faktor ist, was uns nachher gegen den Strich bzw. nicht in die Karten spielen wird. Ihr wisst ja immer, die Zeit ist immer so ein Ding, wo ich mich mal schwer tue, weil ich viel mit euch quatsche im Livestream, was ich ja gerne mache. Aber dementsprechend ist natürlich dann auch immer so ein bisschen bei mir das Problem, dass ich nicht ganz so schnell bin, wie ich vielleicht könnte. Wobei, ihr wisst ja immer, Genuss und Spaß stehen im Vordergrund. Und damit gehen wir ins nächste Stück rein. Was auf jeden Fall krass ist, sind wirklich diese karamellisierten Zwiebeln und die Barbecue-Soße, ne? Ich schneide das nächste Stück ab. Ich würde sagen, auch von hier vorne. Da ist die Sicht nämlich, der Venom ist ja so behindert. Tue mal ein bisschen da hinten. Jetzt reiße ich dem gleich den Kopf ab, wie er sonst, obwohl sonst reißt er mir vielleicht mit den Kopf ab. Zack. Nehmen wir uns das nächste Stück hier. Was denn? Messer wieder schön in Verstecken.
Venom kommt wieder zuvor, er will mich wieder behindern und gehen rein ins dritte Stück. Geil. Wir haben, was haben wir jetzt? Wir haben jetzt 49. Das heißt, wir haben so ein paar Überraschungen gemacht. Alle 13 Minuten. Und 13 bringt Unglück, damit wir dir noch ein bisschen die Challenge erschweren. Und du siehst, wir haben die hier Bloody Korean Barbecue Sauce zubereitet. Und ich würde sagen, die kannst du jetzt benutzen. Die Spritze. Richtig, vorne die Kappe aufmachen und dann einmal richtig reinhauen. Wenn du so freundlich bist, kannst du gerne machen. Ja. Let's go. Ach, hier drauf auch noch. Alter. Ist das die Geilsoße, die schon drin ist? Richtig. Das ist eine koreanische Barbecue-Soße mit Gochujang. Wir haben sie hier natürlich ein bisschen bloody gemacht. Boah. Krass. Die kommen schon besonders auf jeden Fall. Boah, da hau ich mir gleich was auf der Soße drüber. Genau. Hier kannst du dann auch reindrippen. Das ist die Corona-Boost-Impfung. Für die ganz schweren Patienten. Für die ganz schweren. Für die Ungeimpften. Ein bisschen Blut. Halleluja. Geil. Wie viel sind da drin? Da sind 500 Milliliter drin. 500 Milliliter? Da sind jetzt schon 50 weggegangen. Ja, das ist ein riesen Oschi hier auf jeden Fall. Willst du mir die Challenge noch schwerer machen, als es so schon ist? Oder? Ja, lass dich überraschen auf jeden Fall. Also ich werde noch ein paar Mal hier zwischenfunken. Meinst du das ernst? Ja. Die Leute haben ein paar Fragen und zwar, ja, bitte. Wenn du willst sabotieren, so sieht's aus. Zum einen, wie habt ihr das schwarze Bann hinbekommen? Wie haben wir das schwarze Bann hinbekommen? Da ist Sepia drin. Sepia ist ein natürliches Produkt, das ist schwarze Tintenfischfarbe. Ne? Also wenn man das benutzt, dann ist das in der Bäckerei ziemlich, es riecht dann sehr stark nach Fisch. Aber wenn das Bann einmal gebacken ist, also ich möchte behaupten, dass du keinen Fischgeschmack jetzt im Burger schmeckst. Nee, schmecke ich nicht. Richtig. Soll auch so sein. Hättest du mir jetzt gesagt, es besteht aus Sepia-Fisch, also hätte ich jetzt nicht gedacht. Nee, aber das ist quasi das natürlichste Produkt. Manche machen Aktivkohle rein, auch nicht verkehrt, aber gesundheitlich unbedenklicher wäre Sepia. Ist ein Naturprodukt. Habt ihr den, also quasi so diesen schwarzen, dann das ist der auch in diesem Sepia auch normal ist? Richtig. Okay. Was kostet der normale? Der normale Burger? Der normale Burger liegt bei 14,90. Wird mir gerade zugerufen. Was kostet der jetzt hier? Ja, der ist ein bisschen schwerer, ja. Also der normale wird wahrscheinlich so seine 400 Gramm wiegen und der wiegt dann deutlich mehr, ja. Was wiegt der jetzt so? Über 5 Kilo? 5 ja, Kilo? Wir sind bei der 5-Kilo-Marke auf jeden Fall. Das heißt, was würdest du rechnen? Ja, mal mindestens 10-mal so viel. Ja. Mit 10-mal so viel? Ja, ein bisschen mehr. Krass, Alter. Also so um die 150 bis 200 Euro? Ja. Ja, also Leute, ne? Weil viele im Chat gefragt haben, was der Ganze kostet. Ich bin Blut verschmiert. Nicht nur ich, sondern auch meine Hose, weil er so juicy ist. Kommt er saftig? Mega saftig. Ja. Also das ist das, was ich gerade schon von Anfang an direkt gesagt habe. Ne? Der kommt mega, mega saftig rüber. Ich weiß nicht, ob es die Soße ist, was es irgendwas ist, aber du siehst es ja hier. Er hat eigentlich gar nicht so... Die Juiceness ist da. Genau, er hat gar nicht das Blut verschmiert werden müssen von der Tischdecke. Ich wollte gerade sagen, du hast schon Blut verschmiert. So Blut verschmiert ist. Sieht man jetzt nicht. Ja, und auch mein Mund auch. Deswegen, also passt auf jeden Fall zu Halloween. Aber ich hoffe, du hast nicht noch mal eine böse Überraschung für mich, ey. Ah, lass dich überraschen, da kommt auf jeden Fall noch was. Ja? Ja. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit, ne? Also wir sind ja... Ja, sieht aus, als wärst du gut dabei auf jeden Fall. Ja, noch geht's. Am Anfang geht's immer schnell, aber eine Dreiviertelstunde habe ich gerade im Hintergrund gehört. Die ist auch schnell vorbei. Das ist, vor allem bei diesem Monster-Teil, ne? Aber ich lasse mir weiter gut gehen. Perfekt. So Leute, kurz Update. Puh, Halleluja. Ihr seht, wir haben nur eine halbe Stunde, Hälfte der Zeit schon um. Und ich sag mal klar, der Burger wird immer weniger, aber ich tue mich auch nach und nach natürlich immer schwieriger, was das Kauen und so alles angeht. Jetzt langsam wird mir auch warm, also ich merke, wie spicy und ich sag mal vor allem, wie fett der Käse und in Anführungsstrichen auch die Barbecue-Soße ist. Aber wisst ihr was? Ich will einmal noch so, wie ich es immer gerne sage, so richtig dreckig werden. Einfach diese scheiß Spritze hier immer so richtig drüber machen. So richtig schön mit Blut versaut. Also die Soße schmeckt auf jeden Fall. Spritze passt auf jeden Fall dazu. Finde ich so ein ganz nice Goodie. Und damit würde ich sagen, gehen wir in den nächsten Teil des Burgers rein. Schon mal, wie lange wir schaffen. Wie gesagt, halbe Stunde ist noch. Viel Zeit haben wir schon verplempert. Oh, die Soße ist sogar kalt. Darf man gar nicht zu viel drüber machen, weil sie so kalt ist. Ich will den Burger heiß genießen. Jetzt kommt die nächste Challenge. Ich habe erstmal hier was Boah, da hilfst du mir aber gerade. mitgenommen. Der Eimer für die Seite. Dankeschön. Die Servietten lasse ich dir hier. Und wie macht er sich bis jetzt? Würde ich hier direkt annehmen. Boah, der stopft mega. Ja.
Ich muss sagen, das Brot ist heftig mal. Das ist ganz gut. Auch nicht zu brotlastig, ne? Also du hast jetzt 5 Layer Patty. Ach, 5 Stück sind drin, ne? Ja, also okay. das sind 5 Stück. Wir haben wirklich, ich sag mal, Nimm mir es nicht alles übel, gemacht, um dich aber auseinanderzunehmen. nimm mir es nicht übel, aber die Leute schreiben im Livestream schon, ich darf mich nicht zu sehr ablenken lassen. Deswegen versuche ich, während du ein bisschen quatscht, dir weiter. Das ist meine andere linke Strategie. Ja, ihr merkt schon. Ja, und ansonsten, wir haben dir gesagt, alle 13 Minuten, um dir zusätzlich noch ein bisschen Pech zu bringen. Ach, das ist ernst gemeint gewesen? Ja, natürlich, wir bleiben am Ball. Wir haben jetzt eine Runde Süßes, passend zu Halloween, um dann deinen Auftritt nochmal hier ein bisschen zu erschweren. Was ist denn? Wir haben hier eine Tarantel hier. Wir haben das Auge des Saron. Als hättest du nicht genug Burger, nochmal ein Minion. Aber muss ich nicht alles essen? Doch, die musst du dir jetzt noch reinziehen. Dein Ernst? Natürlich. Ich schwöre, ich esse eine Sache. Ich mache sie dir sogar schon auf. Ne, du isst eine und ich esse eine. Meinst du? Ja. Wollen wir uns die teilen? Von mir aus. Du hast die Tarantel schon in der Hand. Ich esse den Burger, weil ich esse hier gerade sowieso schon Burger. Dann kannst du direkt hinterherkommen, ja. Ja, ich sagte mal, man schickt noch mal ein bisschen Süßes hinterher. Wir haben ja auch ein bisschen Süßes in den Burger reingemacht. Da sind ja auch, hast du ja gemerkt, ne? Honig karamellisierte Zwiebeln sind drin. Boah, zeig mal das Auge, das finde ich ja mega geil. Das sieht ja mega geil aus. Sieht fast aus wie meine Augen. Schreibt mal in die Kommentare, was habt ihr gegessen? Den Burger mit das Auge oder die Tarantel hier? Das heißt, ich muss mir die hier geben. Das muss ich jetzt mit zur Challenge essen. Richtig, die kannst du dir jetzt gleich noch mal irgendwie reinpfeifen zwischen die Backen. Das ist so eine Miniatur, zusätzlich noch zu dem. Muss ich das quasi jetzt essen oder reicht es auch, wenn ich den Burger aufhabe? Nee, das kannst du einfach dazwischen noch mit reinpacken. Solange es weg ist, ist es weg. Die lass schon mal verschwinden. Pass auf, Spinner, zu deinem Boah, Kostüm. das stopft mega, Alter. Ich hätte nicht gedacht, so fettes Brot ist. Ansonsten Farbspektakel gefällt mir. Also ich bin zufrieden mit dem Burger auch. Ja? Ja. Mit der Performance auch hier. Ich habe ja Freut mich nicht. viel Leid damit gehabt. Also wirklich, ist ein super Ding geworden. 5 Layers of Meat, da ist ordentlich Cheese mit dabei, Cheddar. Die koreanische Barbecue-Soße. Da ist übrigens Kimchi Mayo. Ich weiß nicht, ob du das gemerkt hast. Ja. Kimchi Mayonnaise. Die haben wir in Zusammenarbeit mit Heinz gemacht. Die ist sehr, sehr gut geworden. Mit Heinz? Ja, wir hatten hier einen Workshop gehabt und da kamen Kulinarchefs vorbei. Und wir haben hier quasi so eine Kimchi Mayo gezaubert. Die ist quasi so die Basis auf dem unteren Bann. Dann haben wir Zwiebeln und dann kommen wirklich 5 riesen Patties. Cheddar-Käse, da ist Beef Bacon dabei. Rucola Tomaten natürlich, aber ansonsten sind noch karamellisierte Zwiebeln. Ja, die schmecke ich raus. Ja, und die kochen wir 3-4 Stunden, die sind auch super. Und oben dann natürlich nochmal die Barbecue-Soße, die du auch hier drin hattest. Boah, Halleluja. Alles eingepackt in einem schwarzen Bann. Wahnsinn. Also ich mach schnell mir wieder ein Stückchen ab, weil ich muss schauen. Ja. Aber weißt du Ich was? nerv dich in Das wär 13 super. Minuten wieder. Meinst du, könntest du mir was zu trinken mitbringen? Natürlich, was hättest Als du kleine gerne? Unterstützung. Sprudel. Sprudel? Ja, Bring ich das dir wäre sofort. super, sehr nett. Also Leute, wenigstens eine kleine Unterstützung vom Chef kriege ich. Wenn mir die Challenge schon schwer genug macht mit dem Burger, Halleluja, boah, ist das wieder am Dampfen. Und ich kriege auch noch so Gummizeug eher. Ich glaube, da ist der Nachtisch wenigstens schon mal gesichert. Puh, also, es ist eine Menge. Viel Zeit ist auch nicht mehr, eine halbe Stunde nur noch. Also für das Ding ist klar, hört sich mehr an, als man denkt, auch wenn schon mehr weg ist. Aber ich merke, dass es halt immer schwieriger wird und es ist immer noch diese fette Lage. Also das Brot ist krass. Ne? Also nicht nur das Fleisch, sondern hier ist auch wirklich das Brot massiv. Aber wir gehen weiter rein. Dankeschön, wenn ich meine Wasserflasche kriege und ein bisschen, ich sag mal, den Durst und vielleicht den einen oder anderen Burger ein bisschen besser runtergespielt bekommen. Weiter geht's. Wie gesagt, wir haben jetzt noch 24 Minuten auf der Uhr. Es sind mindestens noch 2 große Stücke. Das wird sehr, sehr anstrengend noch in der Zeit, vor allem weil das Brot immer mehr stopft. Ne? Also dann noch die Aufgabe hier mit den Süßigkeiten. Okay, die kann ich am Ende snacken. So muss ich nicht noch die ganze Soße leer essen. Aber dementsprechend sagen würde ich sagen, machen wir weiter. So schnell vergehen 13 Minuten, mein Lieber. Schon wieder? Scheiße. Ja, da siehst du. Hast schon wieder was Neues? Also ich habe ja wirklich, ich gebe mein Bestes, dich aus dem Konzept zu bringen, aber du scheinst dich wirklich wacker zu schlagen, ja. Aber da wo Süßes ist, gibt es auch Saures. Und deswegen haben wir hier so ein paar Spider-Legs. Wir haben Lass das bitte Ja, soll ich hier drin lassen? ohne Scheiß. Fledermäuse und noch? wir haben hier noch was Was ist das? Saures, das dir noch mal ein bisschen, das ich noch ein bisschen aus dem Konzept bringen soll. Muss ich das jetzt zwischendurch essen oder reicht es auch, wenn ich den Burger am Ende Das aufmache? kannst du auch am Ende alles auf einmal reinstauchen, deswegen lasse ich dir das gerne hier. Und wie ist es bis jetzt? Also ich bin echt schwer. Ja. Ich bin wirklich schwer. Also, ich sag dir ehrlich, das Brot macht mich fertig. Es ist so viel Brot. Ja. Aber ehrlich, also von der Balance jetzt von Brot zu Fleisch in diesem Riesenburger,
ist uns das gelungen, weil auch wir haben natürlich so einen XXXL-Burger. Ich muss sagen, zu viel Brot. Ja? Ja. Es schmeckt nur noch Brot dabei. Trotz Meat und so weiter. Ja, ja. Das heißt, Brot ist mächtig. Ja. Also, Aber vom Geschmack her? vom Geschmack her super. Gerade was das Fleisch angeht. Deswegen hätte ich mir wirklich gewünscht, dass noch mehr Fleisch, Zwiebeln und sowas drauf ist. Ne? Vielleicht auch Käse. Aber du siehst hier, das ist einfach so viel Brot. Und wenn ich überlege, das sind halt 2 Schichten. Also Das es haut ist mit so rein. ein, ja, es ist ein 50-50. Also schon fast mehr. 50% Also Barbecue-Soße kannst du noch hinterher schießen. Brot. Dann Ja, kannst du es noch juicier machen, aber klar. ja, mir das ist auch dann noch mehr. schwieriger. Guter Versuch. Den lade ich mir mal heute. Wow. Aber Ja, sehr gut. ich merke es vom Kauen, ich merke vom Schmatzen her. Das Brot ist einfach. Boah. Ich bin gespannt. Ich gönne dir gerne noch eine zweite Wasserflasche. Ich bin noch mit meiner ersten dran, Dankeschön. Weiß ich jetzt zu schätzen. Lass dich nicht ablenken, Okay. du schaffst das. No. Genieß Lass uns das. nicht ablenken, meine Lieben. Richtig. Boah, Fleischkreis ist geil. Ist gut, ja? Also wir gehen wirklich jetzt ins letzte Stück rein. Ich tue mich einfach nur mit dem Brot schwer. Ich habe ja gerade auch noch mal gefragt, was ein Fleischquali ist. Also ich sagte Retalk, Fleischquali ist geil. Ja. Also Und die Balance, also man sagt ja immer, dass ein Erfolg, ein super Burger, das ist ja meine Meinung, die Balance macht den Burger aus. Ja? Es gibt Komponenten, die sollen im Vordergrund schwingen, Ja. es gibt welche, die sind eher im Mittelgrund und es gibt welche, die sollen eher Nuancen und Akzente setzen. Hier soll wirklich so ein bisschen das koreanische Barbecue auch ein bisschen nach vorne drängen, deswegen die ist auch ein bisschen das ist so, stärker gemacht. das dominiert auf jeden Fall. Ja, aber du sollst trotzdem noch, ich sag mal, im Mittelgrund weiterhin das Süße haben von den karamellisierten Zwiebeln und natürlich irgendwo diese Deftigkeit, jetzt auch das leicht. Also das würde mich interessieren, ob du das Fermentierte vom Kimchi, von der Kimchi-Mayo so ein bisschen mitnimmst. Das wäre nämlich die Nuance und die Akzente. Ganz wenig, ganz wenig. Also mir fehlt wirklich hier, wenn ich jetzt auf den Burger, also wenn ich mir jetzt aussuchen könnte, von der Größe her, würde ich wirklich sagen, da muss 25% Brot weg, 25% mehr Fleisch. Ja, bei dem Großen. So oder Genau, so. bei dem Großen jetzt, ne, weil es einfach nur noch Brot ist oder gefühlt halt nur Brot, wie so ein Wrap gefühlt. Und ansonsten von der Zustellung her, vom Geschmack her ist es 1A. Sobald du halt, ich sag mal, genug Fleisch mit ein bisschen Brot nur hast. Richtig. Aber dadurch, dass das Brot halt, wie jetzt hier am Ende, nur Brot ist, übertüncht es halt einfach zu krass. Ne? Ja, ein bisschen viel Brot, ha? Boah, aber sowas von, siehst du ja hier. Auf einem Stück Fleisch. Ja, aber du hast ja den ganzen auf einem- Burger aufgegessen jetzt. Das Brot, was auch Überbleibsel. Digga, wir haben ja zum ersten Mal so eine XXL-Challenge. Das ist jetzt der in dem Normalformat, wie du Das ihn ist mal normal, gewählt- ja, Das ist super. normal. Das ist normal. Der sieht schon mal wieder ganz anders aus. Ja, der ist Oder jetzt- Leute, jetzt mal Reach. Schaut mal hier. Das ist quasi das Das sieht schon wieder. normale Standardband. Den hab ich das damals ist quasi gegessen. das, was wir hier haben. Und ich dachte, ich supporte dich ein bisschen hier. Ich lasse dir ein bisschen Gesellschaft. Ist mit mir. Ich esse meinen und du isst deinen. Dadurch, dass wir jetzt hier noch ein bisschen mehr Brot in der XXL-Variante haben, würde ich sagen, Bro, also ich schicke dir gerne noch mal 5 bis 10 Minuten hinterher. 5 Minuten gebe ich dir. Ich hab noch 5 Minuten Zeit, ich hau das Ding 5 Minuten weg. Meinst du, kriegst du es rein? Ich gebe mir auf jeden Fall den hier noch mal. Das ist quasi wirklich, das ist genau dasselbe, was du hast, aber halt in Mini. In Ja, geiler. rein. Gerade in geiler. Weil der Frische ist noch mit viel mehr Fleisch. Boah. Also das ist mein Deal. 5 Minuten gebe ich dir noch und dann fällt das Beil. Den Burger will ich jetzt in der Zeit wegkommen. Ja, Mann. Das lasse ich mir nicht nehmen. Da bin ich zu sehr Challenger. Wenn mir jemand sagt, isst den Burger in 62 Minuten, dann kriegst du kostenlos Burger. Ja, krass. Was haben wir hier? Ist doch krank, ey. Letzten 30. Der Countdown läuft. Das ist doch nicht normal, Alter. 5, 4, 3, 2, 1. Hat er runtergeschluckt. Das ist gerade runtergeschluckt. Ja. Er hat die Sekunde genau, Mann. Ich hab meine Boah, Alter, aber das ist aber jetzt ein Punkt an, Halleluja. krass. Superb. Geil. Hätte ich nicht gedacht. 62 Minuten. 62 Minuten. Ich wollte sogar noch 5 drauflegen. Der hat einfach drauf geschissen auf die 5 Minuten. Leute, er wollte noch mir 5 Minuten drauflegen, falls ihr das mitbekommen habt zwischendurch. Haben wir in 62 Minuten den Burger geschafft.
Du warst wenigstens so nett und hast mir gesagt, weil es so viel Brot ist und ihr das, ich sag mal, eigentlich gar nicht, ich sag mal, auch für das erste Mal machen, aber nicht so machen wollt, dass es so viel Brot ist. Richtig. Hast du gedacht, Beim nächsten Mal bei der XXXL Challenge wissen wir Bescheid. du überlässt mir wenigstens, ich sag mal, in der restlichen Zeit, du überlässt mir, dass ich die zwar so esse, aber ich brauche mit dir keine Zeit drüber machen, ne? Du hast das Unmögliche unmöglich gemacht. Finde das ich, ist damit. find ich aber sehr nett schon mal. Auch für den Stempel können wir gleich schön in unseren Big M Lifetime Pass reinhauen. Ja, versprochen, ein Mann, ein Wort. Ach, und jetzt versuche ich mal, ich weiß nicht, ob es schmeckt oder nicht, das Auge Sauerrotz, hast du gesagt, ne? Das hat dich lang genug beobachtet. Das wollte jetzt auch mit in Gargantua reinspringen. Weißt du, was traurig Wie ist? kommt es? Es schmeckt so krass. Echt? Es schmeckt so krass. Weil es ein so anderer Geschmack ist, gerade als dieses Barbecue. Gib mir den Burger. Was ist noch hier drin? Ja, hier haben wir, also das Süße hast du schon weggefetzt. Ah, Das war jetzt Saures. egal. Alles, was gerade anderer Geschmack ist, tut gut. Oh, da sind noch diese sauren Drachenzungen. Richtig. Diese blauen Drachenzungen haben wir drin, so ein paar Spinnenbeine. Boah. Das ist krass, ne? Dass auch wenn man, egal wie viel man gegessen hat, dass man im Nachhinein immer noch was runterkriegt. Wenn es nicht mehr das ist, was man gegessen hat vorher. Leute, tut das gut. Aha, diese Dinger hier so weg gerade. Auch so ein Vampir. Oh, Cola-Geschmack. Oh. Ja, da wirst du dich freuen. Wir haben noch andere Überraschungen parat. Nee, das sind keine Center Shock. Hell Watermelon. Neue Center Shock. Solange die Dinger nicht aus den Staaten kommen, ist alles okay. In den Staaten ist immer ein bisschen aggro. Ich schwöre, ist nicht sauer. Ja? Also man schmeckt so ein bisschen, aber bei weitem kein Center Shock. Also ich bin froh, dass mir das jetzt geht, ja. Ja, Leute, also wir hätten wie gesagt gar kein Blut machen müssen, weil der Burger so juicy war, dass gefühlt die ganze Soße dann hier drauf gelaufen ist. Boah, das war gut jetzt. Ein bisschen klebrig im Mund. Und damit machen wir alles fertig für den 25. Stempel und einen geilen Eintrag im Big M Lifetime Pass, auch wenn ich sagen muss, ich will gerade keinen Burger mehr von dir essen. Auch wenn er am Anfang sehr lecker geschmeckt hat, aber jetzt gerade hat das Süße doch ein bisschen besser. Aber spätestens morgen, mein Lieber, da gönne ich mir den ersten Burger vielleicht schon auf deinen Nacken. Das kommt das nächste auf jeden Fall, richtig. Also Leute, Jederzeit dann machen wir den Abschluss noch. Schön Big M Lifetime Pass Stempel. Bin mal gespannt. So Leute, 25. Stempel ist eingetragen mit den Worten Black Special Burger Halloween, Burger ein Leben lang. Damit danke ich dir für eine geile Challenge. Ich hab zu danken, geil. Für, ich sag mal, deine Mammutaufgabe an Brot und ich sag mal, trotz deinem Entgegenkommen zu diesen Zusatzaufgaben mit den Süßen, dass ich das am Ende der Zeit nochmal machen konnte. Ihr seht, es ist ein Spektakel geworden, nicht nur was Halloween angeht, sondern auch hier auf dem Tisch, also passend zu Halloween. Ich glaube, so sah es auch noch nie aus. Hat mich sehr gefreut. Damit würde ich sagen, bereiten wir alles vor, denn wir sehen uns. Nächste Challenge kommt auf unserem Zweitkanal. Checkt deswegen Big M TV ab. Da machen wir jetzt gleich noch nach ein bisschen, ich sag mal, sauber machen, vorbereiten. Eine zweite Challenge, die, ich sag mal, du hast, glaube ich, 7 Sachen vorbereitet, ne? Genau. Ich weiß selber auch noch nicht, worum es geht. Im Video werdet ihr 7 natürlich Challenges später 1 sehen, gegen 1, aber da wo ich gegen gezaubert. gegen einen Zuschauer antrete. Und damit bin ich gespannt, was kommt. Ich hoffe, es ist nicht noch mehr Burger. Und damit sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Liebe Grüße, sagen wir beide aus Frankfurt. Peace out. Ciao, ciao.